Und dann wurde Hula Hoop auf einmal zur Performance. Schöner, sexier, disziplinierter. Wenn du das so nicht machst, dann machst du irgendwas falsch. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor 4,5 Jahren mit Hula Hoop angefangen, weil ich ehrlich gesagt abnehmen wollte. Ich wollte wie viele eine schmalere Taille, mehr Bauchumfang verlieren, mich vor allem auch mehr bewegen. Ich bin abends von der Arbeit gekommen und hatte einfach keinen Bock mehr. Mittlerweile ist Hula Hoop ein Teil meiner Routine. Auch wenn ich nicht mehr so extrem wie damals trainiere, also nicht mehr so lange, trainiere ich trotzdem regelmäßig. Es geht nicht nur um eine schöne Figur, es tut mir einfach gut. Mein Wohlbefinden, meine Stimmung, mein Körper, es ist einfach so einfach vor allem. Und dann wurde Hula Hoop auf einmal zur Performance. Schöner, sexier, disziplinierter. Wenn du das so nicht machst, dann machst du irgendwas falsch. Es war auf einmal nicht mehr so frei. Es gab auf einmal nicht mehr den Fokus, Bewegung macht Freude oder man sollte Spaß haben, sondern es ging überwiegend doch um Performance. Es wurde auf einmal zum Fitness-Hype. Mittlerweile bekommst du einen normalen Fitnessreifen sogar schon für über 100 € oder einen Smart Hula Hoop für 80, 90 €. Verkäufer, die mit Models werben, die alle durchtrainiert sind und angeblich nur 20 Minuten hollern und hier Sixpack da. Das Ganze hatte auf einmal so viel Reichweite bekommen. Es gab so viele Transformationen, so viele Challenges. Die habe ich auch alle gemacht. Ich fand das sehr interessant, meine Erfolge zu tracken, zu sehen, wie sich mein Körper verändert. Allerdings habe ich mich davon auch immer distanziert. Ich habe mich nie gefragt, warum der eine 4 cm weniger hat und ich nur 2. Ich habe mich nie verglichen. Ich habe das immer alles sehr distanziert betrachtet, damit ich nicht in diesen Vergleichmodus komme oder Hula Hoop einfach nur noch als Druck sehe, irgendwie abzuliefern, um irgendwas zu zeigen. Und auch wenn vielleicht jetzt einige denken, du bist doch schlank, was willst du eigentlich? Genau das habe ich auch schon öfter gespürt. Leute, die sich fragen, warum ich Hula Hoop mache, ich bin noch schlank oder ich brauche es nicht. Aber darum geht es nicht. Nur weil ich schlank bin, gibt es ja trotzdem Tage in meinem Leben, wo ich mir denke, ey, das Bild lösche ich. Auch ich habe schon Bilder gelöscht oder Fotos, wo mein Bauch nicht gut aussah oder komisch aussah, von der Seite, Blähbauch. Und wenn du dann noch Gedanken hast, wie ich mache Hula Hoop seit 3 Wochen, nehme nicht ab oder ich bekomme keine schmalere Taille, kippt das Ganze ja. Dann hat es auf einmal weniger was mit Spaß und Freude zu tun, sondern einfach mit Leistung, mit ich will was zeigen, ich will einen Erfolg haben, ich will, dass die Leute sehen, wie ich mich verändere. Ich merke es ja manchmal bei mir. Am Anfang habe ich mich gefreut, dass ich 10 Minuten hullern kann und jetzt frage ich mich manchmal, ob 10 Minuten überhaupt intensiv genug sind. Hula Hoop ist halt wie eine Diätwerbung geworden. Kauf dir einen Hula Hoop, 10 Minuten, 20 Minuten, völlig egal, 30 Tage hast du dein erstes Ergebnis, kannst du sogar auch erreichen, das ist ja nicht gelogen. Ich mache es für mich, damit ich mich wohler fühle und brauche nicht immer ein Vorher-Nachher-Ergebnis, wisst ihr? Also Veränderungen sind cool. Auf jeden Fall, gerade dann, wenn man abnehmen möchte, wenn man eine schmalere Taille haben will. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo alles bewertet wird. Körper, Fortschritt, Disziplin, Optik und Hula Hoop gehört leider mit dazu, finde ich, gerade durch diese Vorher-Nachher-Ergebnisse. Aber ich bin der Meinung, du brauchst nicht immer ein Vorher-Nachher-Ergebnis, nur um fit zu bleiben. Oder es ist auch völlig okay, mal 10 Minuten zu hullern oder nur ein bisschen zu tun. Es muss ja nicht immer gleich volle Pulle sein oder so. Es ist völlig okay, wir sind kein Marketing-Tool. Wir sind hier nicht da, um irgendwie was abzuliefern. Nein, ihr tut es für euch. Es geht ja nicht immer nur ums Abnehmen. Wie viel soll ich denn abnehmen? Irgendwann ist auch mal Schluss. Irgendwann geht es eben nur um fit und gesund zu bleiben oder bleiben zu wollen. Deswegen verstehe ich manchmal die Kommentare nicht. Du bist doch schlank, warum machst du Hula Hoop? Um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben und vor allem, um meine guten Blutwerte zu behalten, Zum Beispiel kann ich wenig mit Yoga und Meditieren anfangen, oder generell klassisch Yoga, komme ich irgendwie nicht rein. Das ist nicht so mein Ding, obwohl das auch jeder macht. Ja, keine Ahnung. Ich sage nicht, dass Ziele schlecht sind. Ich selbst habe manchmal so kleine Challenges. Ich weiß, dass ich Bikini-fit bin. Trotzdem, vor dem Sommer gebe ich immer ein bisschen mehr Gas, und tue so das Beste, was ich machen kann. Auch wenn ich das Ziel nicht erreichen würde, liege ich trotzdem am Strand. Ich cancel ja nun nicht den Urlaub, nur weil ich, keine Ahnung, mein Ziel nicht erreicht habe oder so. Das ist ja Bullshit. Von daher sollte man da immer etwas gelassener rangehen. Nicht zu viel Druck. Hula Hoop hat viel mit Freude und Spaß an der Bewegung zu tun. Kennt ihr diesen Druck, wenn ihr vielleicht mehr machen müsst, obwohl ihr das gar nicht müsst?
War das richtig? Ach, egal. Schreib's mir mal unten rein, wie geht ihr damit um? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Und das war's. Vielen Dank fürs Einschalten und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.